Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine leckere vegetarische Kartoffelpfanne à la Stroganoff mit Pilzen und Gewürzgurken. Dafür zuerst eine große Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden. Außerdem habe ich hier 500 Gramm Champignons, putzen und dann in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt Zwiebeln und Pilze in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze unter gelegentlichem Wenden anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die Kartoffeln. Ich habe hier insgesamt 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln hergenommen. Zunächst schälen und danach mit einem Messer in Stücke schneiden. Danach schauen wir mal wieder zurück zu unserer Pfanne, einen Esslöffel Tomatenmark zu den Pilzen geben, außerdem einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver drüber streuen, eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer geben wir auch noch dazu. Alles einmal gut umrühren, für ein paar Sekunden mit anrösten lassen und dann kommen auch schon die Kartoffeln mit in die Pfanne. 400 Milliliter Gemüsefond oder Brühe mit dazu gießen, die Kartoffelpfanne einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel für etwa 12 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. In der Zwischenzeit einen gehäuften Teelöffel Speisestärke in einen Mixbecher geben, 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, außerdem 200 Milliliter kalte Milch dazu gießen, alles einmal gut umrühren und kurz zur Seite stellen. Außerdem bereite ich noch ein paar Gewürzgurken vor, einfach 3 bis 4 Stück längs vierteln und in kleine Stücke schneiden. Die Kartoffelpfanne von Zeit zu Zeit immer mal wieder durchrühren und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, solange bis die Kartoffeln gar sind. Jetzt kommen dann die restlichen Zutaten dazu, die Gewürzgürkchen, außerdem die vorbereitete Soße dazu gießen, die Kartoffelpfanne anschließend noch einmal gut umrühren, für ein paar Minuten cremig einköcheln lassen und zum Schluss noch mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. So können wir die Kartoffelpfanne anschließend servieren. Zum Schluss noch etwas Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.